Die Polizei des Bundesstaates Indiana bemerkte einen roten Chevrolet Camaro mit 450 Pferdestärken, der auf der Autobahn zu schnell fuhr und gefährlich die Spur wechselte. Als der Fahrer des Sportwagens die Polizeisirenen hörte, gab er noch mehr Gas und versuchte zu flüchten. Start 1052. 14.0. Der Camaro, der mehr als 180 Kilometer pro Stunde erreichte, verlor bei einem plötzlichen Manöver die Kontrolle. Er prallte zuerst gegen den Seitenstreifen und dann gegen ein ziviles Fahrzeug. Obwohl beide Fahrzeuge zu Schrott wurden, setzte der Camaro-Fahrer seine Flucht fort. Nach einer langen Verfolgungsjagd ließ der Fahrer sein Fahrzeug auf einem Waldweg stehen, floh zu Fuß und versuchte, seine Spur zu verwischen, indem er über Gartenzäune und Tore kletterte. Die Ausreden des Verdächtigen, der durch die entschlossene Verfolgung der Polizei zu Fuß und den erfolgreichen Einsatz eines Elektroschockers außer Gefecht gesetzt wurde, waren ebenso ungewöhnlich wie seine Flucht. Er behauptete, jemand habe versucht, ihn auszurauben und im Auto befänden sich Babyfrettchen. How you running for, huh? Because why? He's trying to kill me right now. Who? I swear to God. Who tried to kill you? There's no people. Am 19. Juni 2022 bemerkte ein auf Streife befindlicher Polizist der Staatspolizei, dass ein roter Ferrari 488 Spider mit einer Geschwindigkeit von etwa 148 Kilometer pro Stunde unterwegs war. Der Beamte hielt das Fahrzeug an und wollte gerade ein routinemäßiges Bußgeldverfahren einleiten. Doch dann sah er sich mit einem völlig unerwarteten bürokratischen Problem konfrontiert. She's trying to get back to the car. He keeps blocking her every time. Insurance registration, if you got it handy. He is. Okay. Held her temple. Thanks, sir. You now for just under 95 south. Yeah, it stopped pretty quick. I wasn't expecting that. 95 south. You haven't updated insurance right there? It says when we started in 2019. Okay. Also, if you got it on your phone, I can look at it on your phone, too. Okay. Just past 207. I can see the frame. I can see your lights now. They're right there on the flight car to your right. No, I've been busy out here this morning. Yeah, trying to get them slow. Everyone's slowed down out here on the interstate. Everybody's been moving this morning. That's simple. Okay. 10-4 and 1049 is detaining the male suspect at this time. Yeah, well, Kelly has seen the same thing we do. You have someone that you saw to take your text over or a picture of it or something? Well, you look for that. I'll be right back, okay? Da die Tonaufnahme und die Untertitel nicht sehr gut sind, wollen wir die Situation näher erläutern. Der Ferrari-Fahrer war Joe Mullins, der Vorsitzende der Flagler County Commission.
Anstatt sich wie ein gewöhnlicher Autofahrer zu verhalten, versuchte Mullins, seinen Einfluss geltend zu machen, um den Vorgang zu beeinflussen. Er reichte dem Beamten seine Visitenkarte und versuchte, Autorität zu demonstrieren, indem er sagte: „Ich leite hier das Sagen, ich weiß, wie diese Dinge laufen." Tatsächlich hatte sich vor einigen Wochen ein ähnlicher Vorfall ereignet. Die Polizeibeamten ließen sich nicht beirren und sagten, er mag die Region leiten, aber die Strafe wird verhängt. Trotz seiner Privilegienforderungen musste Mullins eine Geldstrafe von rund $300 zahlen und an einem Verkehrssicherheitskurs teilnehmen. Dieser als Ferrari-Fall bekannte Vorfall warf einen Schatten auf Mullins politische Karriere. Hey, look, so 92 miles an hour is 22 over the speed limit, okay? Normally I give warnings, I give breaks, but it looks like you've been written a warning already, so I do issue the citation. With that being said, it's going to be payable within 30 days. 3 ways to take care of it. I'm sorry? You run the county? Okay, but I just have to explain your options. I don't want any miscommunication, so I just have to explain them, okay? Option 1, pay it, 3 points on the license. Option number 2, I've highlighted them all for you. Take the basic driver improvement course, so it'll actually take the points off the license as long as you take it prior to paying the citation. The third one, you can also contest it in court if you'd like to, and try to fight it that way, okay? Any other questions? All right, just have to drive safe, all right, bud? All right, man. Yes, sir, you're free to go. Wir hatten diesen grünen Nissan GT-R bereits zuvor veröffentlicht. Da es jedoch einige unterschiedliche Interpretationen gab und neue Informationen vorlagen, teilen wir ihn erneut. Im Jahr 2013 schlängelt sich ein neongrüner Nissan GT-RR 35 mit rund 700 Pferdestärken durch den dichten Verkehr Moskaus. «327, делаем остановочку вправо делаем, 327, на обочину останавливаемся, 327, на обочину останавливаемся, аккуратненько, делаем остановочку вправо». Doch dies ist keine gewöhnliche Flucht, denn am Steuer sitzt Alexander Tarasov, Russlands beliebter Sänger und Social-Media-Phänomen mit dem Künstlernamen T-Killer. Nachdem der Fahrer gestellt wurde, geht er ganz gelassen auf die Polizisten zu. Aufgrund dieses Verhaltens wird vermutet, dass die gesamte Flucht eigentlich ein inszenierter viraler Clip war. Zudem werden die Bilder von der Brieftasche und dem Geld in der Hand der Polizei in der letzten Szene als ironischer Verweis auf die Bestechungsmentalität in Russland oder als Teil der Inszenierung interpretiert. Dennoch stößt diese gefährliche Flucht im dichten Verkehr auf große Empörung in der Bevölkerung. Я не слышал, музыка играла. Страховку берите, с самой машины приходите. Eine 40-jährige Frau, die unter Drogeneinfluss stand, stahl einen roten, umgebauten Corvette vom Parkplatz eines Walmart-Marktes. Außerdem war der Führerschein der Fahrerin entzogen worden. Die Fahrerin tat so, als würde sie anhalten, begann dann aber zu flüchten.
Sie ignorierte die Anweisungen der Polizei anzuhalten und versuchte, über den rechten Seitenstreifen der Autobahn andere Fahrer gefährlich zu überholen und rote Ampeln zu überfahren, um zu entkommen. Sie erreichte eine Geschwindigkeit von bis zu 182 Kilometer pro Stunde. Während der Verfolgungsjagd wurde die Geschwindigkeitsbegrenzung fast verdoppelt. Ein Polizeibeamter näherte sich dem Fahrzeug und gab eine Warnung ab, doch die Fahrerin hörte nicht auf ihn und setzte ihre Flucht fort. Wenn Sie bis hierher zugeschaut haben und Ihnen das Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, sich anzumelden. Wir sind jede Woche mit 2 neuen Videos und detaillierten Polizeiberichten für Sie da. Die gefährliche Flüchtige hatte nicht vor anzuhalten. Der Polizeibeamte führte einen präzisen TVI-Manöver durch und drängte das Fahrzeug in den Straßengraben. Als das gestohlene Fahrzeug versuchte, wieder auf die Fahrbahn zu gelangen, wurde es durch die Frontschutzstange des Beamten vollständig gestoppt. Die Fahrerin wurde kurz darauf festgenommen. Der festgenommene Bates wurde wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, Autodiebstahls und schwerer Fluchtdelikte verhaftet und ins Gefängnis gebracht. Der Sportwagen sah danach nicht mehr besonders gut aus. Am Morgen des 27. Dezember 2025 bemerkte ein Polizeibeamter während einer Routinepatrouille einen weißen Camaro mit schwarzen Streifen, der in gefährlicher Weise fuhr. Als der Polizeibeamte die Sirenen einschaltete, reagierte der Camaro, indem er einen Gang zurückschaltete und beschleunigte. Während der Polizei die Verfolgung aufnahm, stieg die Geschwindigkeit der Fahrzeuge deutlich an. Trooper Eli Thomas plante zwar, den Verdächtigen in einem Verkehrsstau mit einem PIT-Manöver anzuhalten, verzichtete jedoch in letzter Sekunde auf diesen Schritt, um die Sicherheit der Umstehenden nicht zu gefährden. We're taking North Front Street.
on Riverside Drive. We're passing Court Avenue. This is D24, any THP units on Riverside Drive, about Union Avenue. We're still on Riverside Drive, passing Beale Street. Im Video ist es zwar nicht zu sehen, doch diese spannende Verfolgungsjagd, die sich dank der koordinierten Zusammenarbeit mehrerer Polizeieinheiten bis zur Landesgrenze erstreckte, endete unter dem entschlossenen Druck der Polizei. Für den Fahrer, dem zahlreiche Anklagen wie fluchtbegünstigendes Verhalten und gefährliches Fahren drohten, fand dieses riskante Spiel auf der Autobahn im Gefängnis ein jähes Ende. Ein schwarz-orangefarbener Dodge Charger, der die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten hatte, wurde von der Polizei angehalten. Als eine routinemäßige Kontrolle durchgeführt werden sollte, drang ein starker Geruch nach Drogen aus dem Fahrzeuginneren. Daraufhin forderte der Polizeibeamte den Fahrer Brandon Williams auf, aus dem Fahrzeug auszusteigen. Dieser entschied sich jedoch zur Flucht. Die Verfolgungsjagd, bei der Geschwindigkeiten von bis zu 225 Kilometer pro Stunde erreicht wurden, endete durch das entschlossene Eingreifen der Polizei. Der Charger drehte sich dabei um 360 Grad und prallte gegen eine Leitplanke. Schließlich kam das Fahrzeug, das der Polizei direkt gegenüberstand, zum Stillstand und der Fahrer musste sich ergeben. You fucking move! You're gonna get shot! You fucking move! You get shot! Get on the fucking ground! Am Abend driftete ein schwarzer Chrysler 300 an einer Kreuzung. An einem Ort wie Arkansas war das ein beachtlicher Mutbeweis. Es dauerte nicht lange, bis die Polizei ihm auf den Fersen war und eine rasante Verfolgungsjagd begann. Henry 3677, PFH 3677. Line, I'm gonna call it for you. Got yellow racing stripes, black car yellow racing stripes. We are crossing over Brownsville. Oh, yes, I'm very great. Okay, southbound. The Chrysler 300, get over, we're gonna need it, probably. We're across Maryland. Watch out for the stop traffic. We're across Harbor Road. Some traffic. He's walking down the road. Good, no traffic. That green line right here across Middle Constitution. Still on Delta Road. Der Fahrer raste durch die engen Straßen der Innenstadt und durch Parkhäuser und brachte damit alle in ernsthafte Gefahr. Der leistungsstarke Chrysler 300 SRT8 beschleunigte sehr gut. Brakes on this left side, so be careful. What's down on Cleveland? What's down on Cleveland?
there in a second. Yeah, westbound, please, on Turkey Brown. Watch my brakes. Clear all the way down. Crossing Lowest Lane. Crossing Macon Street. Nearby State Street. From the turn, he brakes better. Got units coming right here in front of him. Sportwagen dieser Art sind in den USA weit verbreitet. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, kommen in vielen Verfolgungsjagdvideos Modelle wie der Dodge Charger oder der Camaro zum Einsatz. Diese Sportwagenmodelle werden von den dort lebenden Menschen als erschwingliche Sportwagen bevorzugt. We got traffic here at the light. He went through the parking lot and he's showing north on Metropolitan. We're going to come through the parking lot, north on Bedford. One tire down, one tire down. Up in under 85, northbound on Metropolitan. Clear northbound Bedford across 85. An dieser Stelle verursachte der Fahrer, der gegen den Bordstein prallte, einen Reifenschaden. Dies war der Schritt, der sein Ende einläutete. Crossing Quaker. Two flat tires, yeah. Clear crossing Quaker Street on Bedford First and goes north there. Busy Bush Bonds, white male, low haircut, dark complected, white shirt. We're crossing over Avery Road. Clear crossing over Avery Road. Oh, get on the highway, bitch. I dare you. Oh, you done fucked up now. We are turning right onto the connector. Can't do it right now. Clear, turn right onto the connector. Left lane, we're going 75, 85 north, passing 166. We're on 166. On the connector north, 166. We're going about 80. Setting up for a pit, 42, good attempt. Failed. Setting up again, we're crossing under Fire Road. He's going to try to pin him again. Clear northbound, approach your fire and step for a second pit. Get out. Da das Fahrzeug aufgrund eines Reifenschadens stark an Geschwindigkeit verloren hatte, wurden zweimal PIT-Manöver durchgeführt. Beim zweiten Manöver geriet der Chrysler außer Kontrolle und kam erst zum Stehen, nachdem er gegen den Anhänger eines am Straßenrand geparkten Lastwagens geprallt war. Der Fahrer, der aus dem Fahrzeug stieg und zu Fuß zu fliehen versuchte, entging zwar den Schüssen der Polizei mit dem Elektroschocker, wurde jedoch im Waldgebiet auf frischer Tat gefasst. Yeah, only two. Atlanta, we're 1095 times 2. Go ahead and send me a 1050 on my face. On my face. 1039. Die kalifornische Staatspolizei, die auf dem für Hollywood symbolträchtigen Highway 101 auf Streife war, entdeckte einen schwarzen Lamborghini Urus, den schnellsten SUV der Welt, der mit 160 km pro Stunde unterwegs war. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd
Get back clear? Yeah. Right. To the right. Als die Beamten, die das Fahrzeug angehalten hatten, mit dem Fahrer Stanley Mitchell Alexandre in Kontakt traten, stieg die Spannung, da sie eine hinter der Mittelkonsole versteckte Pistole entdeckten. Die Polizisten forderten den Fahrer auf, auszusteigen. Der Fahrer Alexandre trat aufs Gaspedal, um zu fliehen, und traf damit eine falsche Entscheidung. Der Fahrer bog in eine Sackgasse ein, machte eine Kehrtwende und fuhr mit seinem Fahrzeug auf die Polizisten zu. Danach zögerte der verwirrte Fahrer kurz. Das 650 Pferdestärken starke Fahrzeug schien nach einem Fluchtweg zu suchen. Das Fahrzeug, das kurz darauf aus dem Blickfeld verschwand, schien der Polizei entkommen zu sein. Doch ein noch schlimmeres Ende erwartete sie. Dieser Luxussportwagen würde sich in Kürze in Schrott verwandeln. Am Ende dieser etwa 20-minütigen Verfolgungsjagd verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen geparkte Autos, überschlug sich und blieb in Flammen stehen. In diesen kritischen Augenblicken, als sich das Luxusauto auf das Dach drehte und zu brennen begann, gelang es Anwohnern und LAPD-Beamten in letzter Sekunde, Alexandre aus dem brennenden Wrack zu befreien. Bei dem ins Krankenhaus gebrachten Verdächtigen wurden etwa $5.000 in bar sowie eine geladene Glock-Pistole mit einem Hochkapazitätsmagazin gefunden. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass Alexandre sowohl vorbestraft war, als auch keinen Führerschein besaß. Das Interessanteste daran war jedoch, dass sich bei einem Gespräch mit dem Besitzer des Urus herausstellte, dass das Fahrzeug nicht gestohlen worden war, sondern dass der Verdächtige es sich über einen gemeinsamen Bekannten ausgeliehen hatte, um seine Kaufabsicht zu testen. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, um weitere Videos zu sehen.